Nach einer kurzen Stärkung machen wir uns wieder auf den Weg Richtung Livigno-Stausee. Es ist Sonntag, der 20. Juli, und du merkst gleich, heute ist ordentlich was los hier. Auf dem Abschnitt rüber zum Restaurant Val Alpicella teilen wir uns den Weg mit vielen anderen Naturgenießern. Der Wasserstand im Stausee ist momentan ziemlich niedrig. Ehrlich gesagt überrascht mich das ein bisschen. Wir haben ja schon Juli. Ich habe fast die Vermutung, dass sich seit dem Winter gar nicht so viel angesammelt hat, wie man eigentlich meinen sollte. Gleich nach der Brücke hier ist es vorbei mit dem gemütlichen Rollen. Jetzt fängt die Arbeit an. Vor uns liegen 5 Kilometer Anstieg mit satten 460 Höhenmetern. Das sind im Schnitt über 9% Steigung. Wir werden dafür etwa 45 Minuten brauchen, inklusive ein paar kurzer Verschnaufpausen, um den Puls wieder runterzubringen und natürlich Seeaussicht zu genießen. Das ist jetzt schon das dritte Mal, dass wir am Passo Alpicella unterwegs sind. Aber, und das ist das Spannende, bisher sind wir immer nur in die andere Richtung, also bergab nach Livigno gefahren. Wir befinden uns hier jetzt etwa 100 Meter über dem Bachlauf. Auf der gegenüberliegenden Talseite, dort im dichten Wald, verläuft der untere Teil vom Passo Trela Trail. Man sieht ihn von hier aus zwar nicht, aber ich erinnere mich noch gut, das ist ein traumhafter Abschnitt durch den Wald. Vor 2 Tagen waren wir zwar schon oben am Trella-Pass, sind dann aber Richtung Passo Eira abgebogen. Das heißt, den Trail dort drüben haben wir diesmal ausgelassen. Aber eins steht fest: Die komplette Abfahrt vom Trella-Pass bis zum Livigno-See runter, die wollen wir sicher nochmal angehen. Die Ecke ist einfach viel zu schön, um sie links liegen zu lassen. Du schaust jetzt schon seit über 4 Minuten zu. Das ist doch ein super Zeichen. Wenn dir gefällt, was wir hier machen und du uns auf unseren Touren begleiten willst, dann wäre jetzt ein klasse Zeitpunkt, um den Kanal zu abonnieren. So verpasst du auch die nächsten Teile nicht. Aber natürlich nur, wenn du es auch wirklich willst. Jetzt biegt der Weg ab Richtung Alpicella-Tal. Der Blick nach unten ist jetzt noch beeindruckender als gerade eben. Die Kamera gibt sich zwar Mühe,
aber sie kann einfach nicht alles so einfangen, wie es sich in echt anfühlt. Manches nehme ich selbst erst so richtig wahr, wenn ich mir das Video später daheim anschaue. Aber am Ende ist es so, man muss es eigentlich selbst erleben. Am besten draußen in der Natur, wenn sich die Möglichkeit dazu ergibt. Dieses Gefühl dort oben kann kein Bildschirm der Welt ersetzen. Hier kommen wir an eine kleine Brücke. Ich habe gehört, dass die vor einem Monat noch gesperrt war. An den frischen Holzbalken sieht man auch direkt, dass hier Hand angelegt wurde. Aber diese Brücke ist auch ein Signal für uns. Ab jetzt wird's ernst. Wir haben noch 3 Kilometer vor uns und die haben es in sich. Es wird steil, teilweise sogar richtig steil mit bis zu 20% Steigung. Diese Etappe heute ist mit fast 1200 Höhenmetern und knapp 60 Kilometern geplant. Und hier liegt die eigentliche Herausforderung. Wir sind auf dieser 3-Tage-Tour ohne Ersatzakku unterwegs. Da fängt man dann zwangsläufig an zu rechnen. Es könnte am Ende knapp werden, deshalb fahren wir jetzt so viel wie möglich im Eco-Modus. Bei dieser Steigung ist das richtig anstrengend und wir spüren die Beine jetzt schon deutlich. Aber wer den Akku schonen will, der muss eben selbst mehr arbeiten. Da führt kein Weg dran vorbei. Gerade überholen wir einen Mountainbiker. Wie ich später nach der Kehre gesehen habe, musste er dann auch ein Stück schieben. Aber natürlich, voller Respekt vor der Leistung. Bei Steigungen zwischen 15 und 20% ist das ohne Unterstützung eine Wahnsinnsanstrengung. Und sowieso, ab einer gewissen Steilheit ist es oft ökonomischer, das Rad ein paar Meter zu schieben, als sich komplett zu verausgaben. Ich muss zugeben, langsam wird es echt zur Qual. Die Steigung lässt nicht locker und der Eco-Modus fordert jetzt seinen Tribut. Man merkt richtig, wie der Atem immer kürzer wird.
Man zählt hier wirklich jeden Meter bis zur Passhöhe. Da kommt uns ein Paar entgegen, beide etwa in unserem Alter. Der Hund darf hinten im Korb auf dem Gepäckträger mitfahren. In den Bergen sieht man das sicher seltener als in der Stadt, aber ganz ungewöhnlich ist es auch nicht mehr. In den letzten Jahren ist uns das schon mehrmals begegnet. Ein schöner Anblick. So kommt der kleine Kerl auch mal ganz ohne Anstrengung hier hoch. Hier am Wegrand stehen rechts zwei Kreuze. Die sind mir tatsächlich erst jetzt beim Sichten der Aufnahmen aufgefallen. Genauso wie diese Steinwand daneben. Es ist faszinierend, wie solche Formationen entstehen. Vermutlich waren wir in dem Moment einfach zu müde, um alles um uns herum wahrzunehmen. Der Blick war wohl schon fest auf das Panorama gerade ausgerichtet. Dieses Bergmassiv dort markiert nämlich auch schon die Passhöhe. Da zieht gerade ein Mountainbiker an uns vorbei, deutlich jünger und wahrscheinlich voll im Saft. Klar, wir haben Pausen gemacht für Fotos und um wieder zu Kräften zu kommen. Aber man muss es mal realistisch sehen. Wir sind hier mit Motorunterstützung unterwegs, wenn auch meistens nur im Eco-Modus. Und da sprintet einer aus eigener Kraft an uns vorbei. Respekt vor der Fitness. Genauso beeindruckend wie die Leistung des Mountainbikers eben ist das Gebirge hier, besonders diese Wand links vorne. Ich weiß noch genau,
wie mich dieser Anblick beim ersten Mal fasziniert hat, als wir hier Richtung Livigno geradelt sind. Diese Kulisse verliert ihre Wirkung nicht, egal wie oft man hierher kommt. Geschafft. Der Alpiseller-Pass ist erreicht. Nach der Anstrengung der letzten Kilometer ist das hier oben einfach die beste Belohnung. Der Blick öffnet sich und man merkt sofort, wie der ganze Druck von einem abfällt. Jetzt haben wir die Passhöhe auf 2292 Metern hinter uns und können uns auf das konzentrieren, was vor uns liegt. Jetzt geht es weiter, erstmal noch auf Schotter, bevor wir dann auf den Trail entlang der Adda einbiegen. Aber diesen Teil der Abfahrt und wie wir da runtergekommen sind, das heben wir uns für das nächste Video auf.